Hey Leute, willkommen zum zweiten Teil meiner Paint-Tutorial-Serie. In diesem Teil zeige ich euch die Standardvariante, so würde ich sie auf alle Fälle nennen, weil die meisten da draußen sie verwenden, mich inklusive, weil man mit sehr wenigen Schritten absolut genialen Hautton hinbekommt. Na, seid ihr neugierig, über was ich rede? Ja? Dann lasst uns rüber zur Paintstation gehen. Let's go! Preparation. So, heute fackeln wir nicht lange. Die gute Kida müssen wir erstmal grundieren. Dafür verwenden wir heute nicht weiß, sondern schwarz. Tada! Wenn das immer so schnell gehen würde, ne? Also, nachdem wir sie grundiert haben, fangen wir auch gleich mit der ersten Schicht an. Also sozusagen Step 1. Wir besprühen die Statue erstmal mit Weiß und zwar von oben nach unten, so dass wir überall noch Schattierung oder beziehungsweise schwarze Schattierungen drin haben oder Schatten. Das wird dann später auch der Fall sein. Oh, sie fällt schon fast runter. Dann hat man unterm Kinn, unter der Nase, dann ist das überall noch so schwarz. Das ist das Ziel. Ich mache das eben und dann zeige ich euch das in Nahaufnahme. So sieht das Ganze aus. Also, ich habe beim Besprühen, wie ich schon erwähnt habe, von oben nach unten besprüht. Somit entstehen in der Vertiefung im Körper Schattierungen. So wie hier in den Augenlidern oder hier unterm Kinn, wie vorhin schon erwähnt, hier im Bauchbereich, aber auch ich habe extra dann dort, wo eben keine Sonne hinkommt, wie unter dem, habe ich es komplett unberührt gelassen. Das ist immer noch schwarz. Und auch hier in diesem Bereich. Das gleiche auch an den Beinen. Wir brauchen diese Schattierung, damit wir mehr Varianz dann später haben im Hautton. So. Step 2. Der nächste Step, wenn ihr das gemacht habt, der ist ziemlich simpel. Wir benutzen dieses Violett Red und besprühen die Statue vollflächig damit, also komplett überall drauf. So, wenn ihr das alles erledigt habt, dann sieht das Ganze dann so aus. Überall ist lila drauf. Dadurch, dass wir vorher schon die ganzen Schatten in schwarz gelassen haben, gibt das schon mal einen schönen Effekt. Step 3. Wir verwenden dieses transparente Red und wir besprühen die Statue überall dort, wo Schatten sind. Also unterm Kinn, Nase, Augenhöhlen. Nur punktuell manche Stellen. In diesem Fall, jetzt bei diesem Modell, wäre das dann hier unter den Armen, die Hände von unten, der Bereich hier. Hier drinne unter den Brüsten und man kann natürlich auch zwischen den Brüsten auch ein bisschen machen. Bei den Beinen dann eben genauso. Wenn man es richtig gemacht hat, sieht man jetzt schon ungefähr, wo die Schattierungen rein sollen oder wo das Rot rein soll. Da ist es überall schon dunkler. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder.
So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht überall, wo schwarz war, ich hoffe, ihr seht das, ist das so ein bisschen rötlicher. Auch hier, ich hab zum Beispiel zwischen den Brüsten gemacht, hier am Bauchbereich, überall dort, wo die Schatten waren, habe ich überall rot gemacht. Ihr könnt auch mit der Stärke vom Rot auch ein bisschen herumspielen. Nichtsdestotrotz, überall, wo Schatten waren, ist jetzt rot drauf. Ich habe es hier an den Kniescheiben zum Beispiel auch gemacht und an den Füßen, Popo-Bereich. Step 4. So, was jetzt kommt, ist, dass wir das Natural Flash nochmal verwenden. Das kennt ihr aus Teil 1. Was wir machen ist, dass wir wieder von oben nach unten besprühen. Wir versuchen alles abzudecken, aber ich sag mal, die Bereiche, wo Schatten sind, die ich vorher auch schon genannt habe, also unter den Armen, zwischen der Brust, an dem Bauch, da lassen wir überall noch so ein bisschen Rot durchscheinen. Das heißt also, da wo eigentlich gar kein Rot ist, da tragen wir vollflächig auf. Und an den Stellen, wo dann Schatten sind, da machen wir das nur leicht drüber. Ich habe es in diesem Fall wirklich grenzwertig gemacht, so dass ihr auch optisch das auch noch gut erkennt, wo überall noch rötlich ist, beziehungsweise rot-lila ist. Und falls sich der eine oder der andere die Frage stellt, wie die Farben denn angemischt sind, die sind immer 50-50 angemischt. Es sei denn, ich sage hier explizit dann was anderes. Das heißt also 50% Farbe und 50% Wasser. Und so sieht die Gute aus. Also sie sieht aus, als ob sie grün und blau geschlagen wurde. Ich habe es aber auch, wie schon erwähnt, wirklich extrem gemacht, damit ihr auch was fürs Auge habt. Wenn ihr das macht, bitte vollflächig alles besprühen, so dass man schon nur ansatzweise ein bisschen rot und lila sieht. Nicht so extrem wie jetzt in diesem Fall. Weil sonst habt ihr später dann Probleme, den Hautton wieder in den Griff zu bekommen. Dann sieht ihr eher aus wie so ein Untoter. Step 5. So, als nächsten Schritt verwenden wir die Fairy Flash Farbe. Die ist ein Ticken heller als das Natural Flash. Und was wir machen, sind die ersten Highlights auf dem Modell. Also gerade eben haben wir ja vollflächig das ganze Modell mit Natural Flash besprüht. Das bedeutet, überall dort, wo das Licht auf das Modell drauf scheinen würde, würden wir die Fairy Flash Farbe einsetzen. Als Beispiel Oberseite der Beine, der ganze Brustbereich, oberhalb, Schultern. Also überall dort, wo das Licht als erstes direkt auf den Körper drauf scheint. Wichtig ist, dass ihr nicht so viel drauf macht, dass man das Natural Flash gar nicht mehr sieht, sondern das soll nur als Unterstützung für die Grundfarbe eben sein. Ich lasse mir bei diesem Schritt auch immer ein bisschen mehr Zeit und versuche überall genauer die Highlights zu setzen, auch besonders im Bauchbereich und so. Und dadurch, dass ich im letzten Schritt sehr viel Rot und Lila nicht übermalt habe oder nicht übersprüht habe, habe ich in diesem Schritt eine ganze Ecke mehr zu bearbeiten. Was ich euch als Tipp auf dem Weg mitgeben kann, ist, wir haben die Teile ja einzeln besprüht. Es ist immer sinnig, die Teile zusammenzustecken und sich dann anzuschauen, ob der Farbton überhaupt passt. In diesem Fall zum Beispiel passt der Oberkörper nicht mit dem Kopf zusammen, weil ich einfach zu viel Fairy Flash Farbe auf den Kopf verwendet habe und nicht auf den Oberkörper. Also tue ich die Teile zusammen und gleiche das Ganze nochmal aus. Das gleiche gilt natürlich dann auch für den Unterkörper. So sieht die Gute jetzt aus. Im Grunde genommen sieht sie jetzt nur ein bisschen heller aus als vorher. Aber wie ihr seht, könnt ihr noch sehr viel bei mir hier lila und rot erkennen. Aber mit diesem Schritt beheben wir das Ganze jetzt. Und zwar verwenden wir Step 6. Orchis Dermis. Ich glaube, das wird so ausgesprochen. Wer denkt sich eigentlich diese Namen aus? Naja, diese Farbe verwenden wir jetzt und die werden wir überall dort besprühen, wo wir noch dieses lila-rot sehen. Also das Gute an dieser Farbe ist, überall dort, wo das lila-rot ist, wenn man da drüber geht mit dieser Farbe, dann ergibt das so ein schönes rötliches Orange. Also so wirklich eine warme Farbe.
Das sieht wirklich gut aus. Wie ihr seht, sieht das Ganze schon richtig gut aus. Also wir haben schon richtig Varianz und Tiefe in dem Hautbild erschaffen. Was wir jetzt machen, Step 7. wir machen die letzte Schicht Highlight drauf. Das heißt, im Grunde genommen machen wir das gleiche wie im letzten Step, nur eben eine ganze Ecke weniger. Da das der letzte Schritt ist beim Besprühen, denkt bitte dran, die einzelnen Teile zusammenzustecken und dann auch zu schauen, dass der Hautton auch komplett einheitlich ist. Gegebenenfalls müsst ihr dann nochmal nachbessern. So, und so sieht das Ganze jetzt nun aus. Die sieht doch richtig gut aus, oder findet ihr nicht? Klar, die ist noch ein bisschen blass um die Ohren, aber das werden wir mit dem letzten Schritt jetzt ändern. Und im Gegensatz zum letzten Mal ist dieser Schritt dieses Mal nicht optional. Und zwar Step 8. wenden wir eine Wash an, damit diese ganzen hellen Parts wie von der Sonne geküsst aussehen und sie einen schön warmen Hautton bekommt. Wie ihr euch eine Wash anrührt, das zeige ich euch jetzt nicht, das konntet ihr schon im ersten Tutorial sehen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es hier nochmal nachholen. Was wir jetzt einfach machen, wir besprühen mit dieser Wash die komplette Statue vollflächig. In den meisten Fällen reicht einmal. Ich musste tatsächlich sogar zweimal das Ganze machen, damit es das Resultat ergibt, was ihr jetzt zu Gesicht bekommt. Und das war's schon wieder mit dem Paint-Tutorial. Und wie fandet ihr es? Das war doch gar nicht so schwer, oder? Und das Resultat kann sich sehen lassen. Also, wir machen es wie gehabt. Im Laufe der Woche kommt ein Short, da zeige ich nochmal, wie ich die Bekleidung bemale. Dieses Mal wird das eine andere Farbe sein als das letzte Mal. Und nächsten Sonntag machen wir nochmal die Augen zusammen. Aber auch da eine komplett andere Variante, damit die Augen wirklich noch stylischer aussehen, würde ich sagen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich bedanke mich ganz herzlich und wie immer, bis zum nächsten Mal.